Guten Morgen, meine Lieben. Ich sehe noch ein bisschen müde aus, aber es geht ja ins Fitnessstudio, da kann ich es mir noch erlauben, ein bisschen müde auszusehen. Ich habe Sportkleidung an und es kann losgehen. In diesem Video möchte ich euch auch noch zeigen, was ich überhaupt noch in Phuket mache und wie die Preise sind. Das Video habe ich euch schon lange versprochen und jetzt zeige ich euch alle Preise, wie viel Geld ich überhaupt hier verschwende und so weiter. Dieses Auto mieten wir für 18.000 Baht pro Monat. Und nicht vergessen, das Lenkrad ist rechts im Auto. Oh mein Gott, das ist so heiß hier drin. Puh. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss ins Fitness fahren. So. Huch, huch, huch. Das Fahren hier muss man sich wirklich gewöhnen. Das ist nicht so einfach, die Straßenseite einfach zu wechseln und links dann zu fahren. Aber so langsam klappt das. Ich habe natürlich vergessen zu erwähnen, dass 18.000 Baht das Auto in der Hochsaison gekostet hat. Jetzt sind wir schon im April sogar und das ist natürlich günstiger geworden. Allgemein nach der Hochsaison werden viele Sachen günstiger. Wohnungen, Autos, also Bikes auch und vieles mehr. Auch einige Aktivitäten werden günstiger. Wir gehen mit euch jetzt in das Naihan Gym. Das komplette Fitnessstudio zeige ich euch im Shorts. Vielleicht habt ihr schon gesehen. Ich habe mir gerade eine Flasche Wasser geholt von Naihan Gym. Kostet 20 Baht und wollte euch kurz noch mal die Desserte zeigen. Guck mal, einfach im Fitnessstudio gibt es so leckere Sachen. Ist das nicht cool? Das sind sogar High-Protein Chocolate Bite. Ich finde das mega, dass man sogar im Fitnessstudio sich gemütlich hinsetzen kann nach dem Training oder davor, ein bisschen quatschen mit Freunden und die Zeit verbringen. Fitness ist ja nicht nur Sport, das ist auch etwas für den Kopf. Also man entspannt sich während des Trainings und kann auch Leute kennenlernen, neue Bekanntschaften schließen. Ist eine super Idee, ein Café im Fitness zu haben. Oh mein Gott, komplett verschwitzt. Guck mal, ich bin komplett nass. Obwohl da eine Klimaanlage ist, war es mir trotzdem so heiß. Und jetzt fahre ich endlich nach Hause frühstücken. Ich mag es zu trainieren und danach zu essen. Also ist meine Ansicht für mich besser. Aber jeder soll es natürlich so machen, wie es ihm passt. Manchmal esse ich noch vor dem Training eine Banane, damit ich mehr Kraft habe. Aber heute habe ich jetzt nichts gegessen. Und ja, ich habe keine Kraft mehr. Jetzt geht's ab zum Essen. Nach dem Duschen fühle ich mich natürlich viel besser. Jetzt nur noch Haare föhnen und dann gehe ich live auf TikTok und später gehen wir mit euch nochmal einkaufen in den Supermarkt. Ich bin schon richtig hungrig geworden und wir gehen jetzt zu einem meiner Lieblingscafés hier. Es heißt Ali's Barbecue. Da gibt es das beste Hähnchenfleisch in Phuket. Kommt mit! So sieht es hier aus. Das ist das Haus, in dem ich lebe. Und hier parke ich. Wir sind da, guck mal, was für leckere Spieße hier schon liegen. Man kann sich hier eigentlich fast jedes Fleisch bestellen. Es wird frisch zubereitet und man kann sich entweder draußen hinsetzen in solche, guck mal, es gibt hier solche Sitzplätze, man kann sich hier hinsetzen, sieht voll gemütlich aus, oder drin. Drin gibt es auch Platz unter der Klimaanlage. So heißt das Café. Und jetzt zeige ich euch, was ich auswähle. Ich nehme heute Chicken Breast, Hähnchenbrustfilet. 70 Baht, Leute. Das ist mega günstig für ein Hähnchenbrustfilet. Und suchen wir mal weiter aus.
Ich nehme noch Sweet Potato, süße Kartoffel für 60 Baht. Ich möchte noch gerne zeigen, was hier noch gibt. Zum Beispiel so eine Pita kostet 200 Baht, so eine riesen Pita mit allem drin und dran. Also, merkt euch den Platz, falls ihr in Phuket seid. Okay, mein Hähnchenbrustfilet ist schon da. Und Süßkartoffel. Sie sieht hier irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich wusste nicht, dass sie blau ist oder lila. Hähnchenbrustfilet ist in einer würzigen Soße, aber ist nicht zu scharf. Fangen wir mal an zu essen. Ich wünsche allen guten Appetit. Irgendwie sieht mein Essen zu gesund aus. Was sagt ihr? Jetzt bin ich in so einem ganz auch einfachen Café. Hier gibt es nicht mal eine Klimaanlage, nur einen Ventilator. Aber hier gibt es hoffentlich leckere Crepes. Ich habe hier noch keinen Crepe gegessen, genau in diesem Café. Aber nach dem Essen wollte ich unbedingt noch was Süßes und habe mir deshalb für 95 Baht jetzt ein Just Nutella Crepe bestellt. Ich hoffe, das schmeckt gut. Und guck mal, wie die Küche aussieht. Sie ist einfach vor der Straße. Also da wird nichts drin gekocht oder so. Die Küche befindet sich einfach gegenüber der Straße. Ich sitze hier an so einem Holztisch und habe mir noch ein Wasser geholt. Also ich lasse mich jetzt überraschen vom Nutella Crepe. Hier sind schon 2 Nutella Crepes. Also ich probiere mal den ersten. Riecht auf jeden Fall lecker und ich glaube, das ist mega heiß. Aber ich beiß mal ein Stückchen ab. Also, ich muss zugeben, schmeckt ein bisschen anders. Nicht so wie gewöhnlich auf dem Weihnachtsmarkt. Also, die Lebensmittel unterscheiden sich hier. Zum Beispiel die Eier, Milch ist schon anders. Aber es schmeckt trotzdem lecker. Ist ein Crepe und ist mit Nutella. Guten Appetit. Einer meiner Lieblingsläden hier in Rawai ist Tops. Werdet ihr ganz einfach erkennen, ist eine große Überschrift auf Rot geschrieben. Weiß auf Rot, also sieht man direkt. Wir gehen mit euch jetzt extra in den Supermarkt. Ich habe mich extra auf den Weg gemacht in den Supermarkt, um euch die Preise zu zeigen. Schauen wir mal, wie es mit den Preisen hier aussieht und ob manche Lebensmittel hier günstiger sind oder sogar teurer. Hier gibt es auch einen Starbucks. Ich bin kein Fan von Starbucks, ehrlich gesagt. Wenn ich auswählen müsste, dann nehme ich lieber einen lokalen Kaffee, obwohl der Kaffee mir hier auch nicht so gut schmeckt. Also Kaffee in Thailand ist so eine Sache. Aber wenn wir uns mal die Preise anschauen, kostet ein Kaffee Mocha 110 Baht. Also nur so zur Info, falls ihr mal Lust habt reinzuschauen bei Starbucks. Wie gesagt, bei Café Amazon, der Kette, die ich euch im vorherigen Video gezeigt habe, alle, die das Video nicht gesehen haben, guckt rein, kostet der Kaffee 70 Baht maximal. Gehen rein. Tops. Tops heißt der Laden. Öffnungszeiten von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts. Also ganz wichtig, Käse, Pasta-Käse kostet 200 Baht circa. Käse zum Beispiel für Sandwich, ich nehme den, Mozzarella-Käse, kostet 175 Baht. Es gibt noch so einen Käse, also so Käsestückchen, die kosten 250 Baht. Also guten Käse hier zu finden ist auch nicht einfach. Zum Beispiel so Old Amsterdam oder so findet man nicht so einfach. Oh, solche leckeren Würstchen und so. Zum Beispiel diese hier. Chorizo, das ist spanische Würstchen, kosten 264 Baht. Für mein Butterbrot zum Frühstück nehme ich hier gerne das hier. Smoked Salmon für 200 Baht. Schmeckt echt lecker. Frische Eier mache ich auch gerne zum Frühstück, kosten zum Beispiel 65 Baht oder 70 Baht. Es gibt auch eine Packung mit 12 Stück. Die Packung Haribo kostet auch 38 Baht, ist etwas teurer hier. Butter, ich habe diese hier. Ich kaufe mir diese hier, das sind wie viel Gramm? 90 Gramm, 70 Baht.
Ich habe eine witzige Story mit der Milch. Ich habe mal eine Packung Milch geholt und die war ganz komisch. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Vielleicht war es nicht mal Milch. Aber diese Packung Milch, also hier steht sogar Milch drauf, also bitte achten Leute, wenn ihr das kauft, kostet 57 Baht. Es gibt auch noch so ganz kleine, mega süß. Honey, oh, das ist ja süß. Kostet 18 Baht gerade, ist reduziert. Es gibt öfter mal solche Aktionen 1+1. Das heißt, ihr kauft eine Packung für 66 Baht und bekommt die zweite geschenkt. Das nutzen wir doch gerne mal aus. 1+1, solche Biscuits kauft man gerne und dann hat man die zweite Packung geschenkt. Ist mega praktisch, wieso nicht? Also achtet drauf, wenn ihr einkaufen geht hier. Coca-Cola kostet 56 Baht. Hier gibt es auch gerade eine Aktion Buy Two and Save. Packung Fitness-Granola schmeckt mega lecker, auch mit Joghurt. Kostet gerade 149 Baht. Joghurt mit Granola und frischen Früchten ist einer meiner Lieblingsfrühstücke. Kommen wir jetzt zum Kaffee, zum Beispiel Nescafé Gold, 227 Baht. Das sind jetzt 200 Gramm. Genau, 200 Gramm. Was sagt ihr, ist teurer als in Deutschland? Schreibt mal in den Kommentaren. Hier gibt es natürlich mega viele so Schnellkochgerichte. Sehr viele und die sind halt sehr, sehr günstig. Zum Beispiel diese Nudeln mit, was ist das, stimmt's? Kosten 7 Baht. Ramen, Kimchi kostet 29 Baht und das ist auch eine echt große Packung. Ne? Ich bin kein Fan von solchen Schnellkochgerichten. Ist halt etwas ungesund, haben sehr viel Salz, sehr viel Zucker. Aber wenn man es mal essen möchte, wieso nicht? Ne? Ist auf jeden Fall günstig. Ehrlich gesagt, ich habe schon vorher eingekauft ohne der Kamera, weil mit der Kamera einkaufen ist etwas unbequem. Deshalb gehe ich hier nochmal durch und schaue, was ich gekauft habe. So, Pringles, oh, Packung Pringles, Sour Cream and Onion. Kosten 135 Baht. Alle, die im Live waren, wissen, dass ich gerne diese Vanillewaffeln esse. So eine Packung kostet 55 Baht. Die sind mega lecker und machen süchtig. Ich muss mal aufhören, die zu kaufen. Wie viel kostet denn eine Lindschokolade in Thailand? Zum Beispiel mit Karamellgeschmack. So eine Lindschokolade, 100 Gramm, kostet 189 Baht. Und ein Kinder Joy Ei kostet 38 Baht. Magnum Eis mit Schokolade Lux Belgian Chocolate kostet 60 Baht. Eine Packung Tomaten zum Frühstück 69 Baht. Die großen Tomaten hier 135 Baht. Ich bevorzuge die kleinen Tomaten, die schmecken ehrlich gesagt leckerer. Äpfel, zum Beispiel, hier kostet ein Apfel 25 Baht. So eine Packung 189 Baht. Ich zeige euch mal einen Apfel, ihr werdet euch echt wundern über den Preis. Das ist irgendein japanischer Apfel und der kostet einfach 219 Baht. Ein Stück. Möchtet ihr den Apfel kaufen? Und wir gehen rüber zu meiner Lieblingsabteilung. Hier hole ich gerne die Baguette, zum Beispiel ein Baguette 30 Baht oder ein Croissant 65 Baht. Lecker sehen die auf jeden Fall aus, vor allem diese hier mit Früchten. Wenn ihr Früchte kauft, dann am besten bei lokalen Händlern das machen. Einfach im Kiosk. Es gibt genug Kioske hier, die verkaufen nur Früchte. Und da schmecken die auch viel besser und sind tatsächlich frisch und aus Thailand. Was ich noch zu Phuket sagen möchte, ist, dass wie viele auch schon wissen und in den Kommentaren geschrieben haben unter dem letzten Video, ja, Phuket ist teurer als zum Beispiel Koh Samui oder in den anderen Teilen Thailands. Aber Phuket ist auch schön und hier gibt es viele schöne Orte, zum Beispiel Nai Han oder Rawai, wo man gerne etwas länger wohnt. Mega gemütlich und ja, dann ist man auch bereit, den etwas teureren Preis zu bezahlen. Aber dieser Preis ist immer noch günstiger, als wenn man in Deutschland lebt. Ich zeige euch jetzt mal ein Superbike.
Tada, tada. Wie findet ihr den? Guck mal, sogar noch mit Sitzplätzen. Guck mal, hier können noch 4 Leute mindestens sitzen. Oder mitfahren. Also, keine Ahnung, wie man das nennt. Was ist das für ein Fahrzeug? Aber es sieht mega cool aus. Es gibt in Thailand den berühmten Feiertag Songkran heißt der. Und der wird wirklich ungewöhnlich gefeiert. Alle, wirklich alle, machen sich nass, gegenseitig. Und dafür habe ich jetzt was bestellt, um dabei mitzumachen. Leute, ihr werdet nicht glauben, wie der Feiertag gefeiert wird. Oh mein Gott. Und was man dafür braucht, ne? Tada! Man braucht eine Wasserpistole. Man macht sich nass mit der Wasserpistole, zum Beispiel aus einem Auto, spritzt man so raus oder einfach vom Balkon. Und die zweite, tada, tada. Die Packung sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht, woher die rausgeholt wurde, aber ist auch so eine Wasserpistole. Und für Kinder ab 6 Jahre geeignet. Das ist gut. Diese pinke ist natürlich für mich, aber die muss man noch irgendwie zusammenbasteln. Okay, okay. Oh. Oha, oha, was ist das alles? Was ist das alles? Das ist eine automatische Pistole. Oh, sogar mit einer Batterie. Ungefähr so sieht das aus. Süß, oder? Hier kommt noch das Wasser rein. Und dann gibt es ganz viel nasse Leute. Oh, irgendwie hält das nicht. Und die zweite, ich hoffe, die ist einfacher verpackt. Ja. Also hier kommt das Wasser rein, soweit ich das verstehen kann. Das ist die zweite Pistole. Auf jeden Fall haben diese 2 Spielzeuge 400 Baht gekostet. Ich weiß, also man muss nicht unbedingt diesen Festfeiertag hier mitfeiern, aber ich wollte unbedingt mal gucken, wie das ist und deshalb habe ich mich gut vorbereitet. Im Laden kosten die circa ab 300 Baht. Ich habe die über Lazada bestellt. Das ist circa so ungefähr wie Amazon bei uns in Deutschland. Und die kosten da 200 Baht. Ich teste das jetzt immer. Ich glaube, da wird jemand richtig nass, Leute. Wie ihr seht, habe ich mich schon umgezogen und eins meiner Hobbys in Phuket ist Tanzen, Salsa und Bachata. Hier habe ich ein paar Unterrichtsstunden genommen und zwar für Salsa und Bachata. Ich bin Anfänger, aber hier gibt es Social Dance. Das heißt, man kann abends in einem Café mit verschiedenen Menschen kennenlernen und tanzen. So sieht mein heutiges Kleid aus. Und wir können losgehen. Kommt mit! Es ist schon morgens und ich fahre jetzt zu meinem Tanztraining. Es gibt mehrere Cafés in Rawai und Chalong, wo man tanzen kann. Aber natürlich ist es sinnvoll, wenn man noch einen Tanzkurs bucht. Mein Tanzkurs, 8 Unterrichtsstunden, kostet 2500 Baht. Ich lasse in der Beschreibung ein paar Links zu den Cafés, wo es Social Dance gibt. Ihr könnt gerne vorbeikommen, wenn ihr in Phuket seid.
Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Schreibt mir eure Fragen und ich werde versuchen, die im nächsten Video zu beantworten. Ciao, ciao!